Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht zum Titel Code Geass R2 Review. Ich sitze gerade da, trinke Kaffee aus meinem Wings Club Becher und lese meine Schullektüre, The Importance of Being Earnest. Falls es wer kennt, falls nicht, keine Ahnung. Ihr denkt euch, was ist denn passiert, nachdem du Code Geass geschaut hast? Es sind ein paar Tage vergangen. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich konnte nicht. Es war nicht so. Normalerweise nehme ich meine Reviews immer sofort auf nach dem Schauen, das ging nicht, es ging einfach nicht, okay? Ich konnte nicht sofort mir eine Meinung über diesen Anime bilden, sofort nachdem ich es geschaut habe, weil dann war ich sowieso erst mal in diesem Schockzustand. Was versuche ich euch eigentlich zu erzählen? Ihr wisst es alle ganz genau, ihr habt alle diesen Anime gesehen. Falls ihr diesen Anime nicht gesehen habt, was macht ihr hier? Ich werde hier in diesem Review alles spoilern. Okay, alles. Ich habe auch ein Review zur ersten Staffel gemacht. Könnt ihr hier anschauen, falls ihr aus Versehen nur das Review von der ersten Staffel wolltet und aus Versehen hier gelandet seid. Code Geass. Ich denke halt seit Tagen drüber nach, okay? Ich denke seit Tagen drüber nach, was ich da gesehen habe. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, wie krass war das denn bitte, was ich geschaut habe. Also es steht außer Frage, dass es eines der besten Animes ist, die ich in meinem Leben geschaut habe. Gleich nachdem ich es geschaut habe, bin ich auf My Animalist gegangen, diese neue App, die ich jetzt benutze, wollte den Anime bewerten. So, wie bewertest du diesen Anime? Ein paar Leute haben mich gefragt, so, hä, wieso hast du manche Animes so niedrig bewertet? Es liegt nicht daran, dass ich die Animes scheiße fand, sondern dass ich einfach den Abstand zu den guten Animes so hoch fand. Ich meine, ich würd diesem Anime 10 von 10 Punkten niemals geben, so versteht ihr? Code Geass ist doch nicht 10 von 10. Code Geass ist fucking over 9000 von 10. Es ist einfach so gut, wie kann man... Je mehr ich drüber nachdenke, in den letzten Tagen habe ich wirklich die ganze Zeit über das Ende nachgedacht. Ohne Scheiß. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, wie kann man denn eigentlich sowas schreiben? Wie kann man denn sowas schreiben? Da schäme ich mich vor meinen Sachen. Ich weiß nicht, einige von euch wissen es vielleicht. Ich habe mir selber mal so einen Manga angefangen zu schreiben. Okay, ich bin mit der Story eigentlich ziemlich weit. Ich schäme mich, das überhaupt irgendwem zu zeigen, nachdem ich das gesehen habe. Ich schäme mich überhaupt, irgendwelche anderen Animes gut zu nennen, nachdem ich sowas gesehen habe. Und das ist das... Ich weiß nicht, je mehr ich einfach drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, Alter, wie gut war denn der Shit? Wie gut, vor allem das Ende. Das Ende. Es war einfach eines der besten Enden. Was laber ich hier? Das beste Ende, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Bis jetzt war das beste Ende, was ich je in meinem Leben gesehen habe, das Ende von Fullmetal Alchemist Brotherhood. Das war richtig gut. Jeder, der diesen Anime nicht gesehen hat, was macht ihr hier? Geht und schaut den Anime. Aber dieses Ende hat es... Ich glaube, das hier ist das beste Ende, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Er hat alles geplant. Alles, was Lelouch Britannia getan hat, hatte einen Purpose. Okay, er hat alles geplant, er hatte ein Ziel. Mir gingen gerade die Wörter aus, deswegen muss ich schon ins Englische überstreichen, weil ich die ganze Zeit auf Englisch was lese. Sorry dafür. Und ich habe diesen Charakter teilweise mit Light verglichen. Ich schäme mich, dass ich diesen Charakter an manchen Stellen mit Light Yagami verglichen habe. Ich schäme mich. Es ist einfach... Ich liebe ja so Animes mit so einer Philosophie dahinter. Ich liebe das. So. Was kann man denn hier überhaupt sagen? Er hat für Weltfrieden gesorgt. Er hat alles, was er sich gewünscht hat und alle Ziele, die er sich gesetzt hatte, hat Lelouch Britannia erreicht. Auch wenn es am Ende heißt, dass er selber sterben muss. Alter, dieses Zitat am Ende war sowieso so krass. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingszitate überhaupt geworden. So. Those who kill should be prepared to die.
Those who kill should be prepared to die. Es ist einfach... Alle Heile Lelouch. Alle Heile Lelouch. Es ist so gut. Es ist so gut einfach. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man diesen Anime nicht gut finden kann. Okay. Es hatte seine Schwächen hier und da. Okay. Wir alle haben die School Festival Folgen gehasst. Okay. Nur Fanservice überall und okay. Das weiß ich. Das weiß ich! Das muss mir keiner sagen. Dass die School Festivals scheiße waren. Aber jeder Anime hat seine Höhen und Tiefen. Ich kann über keine logischen Argumente nachdenken. Mir fallen keine logischen Argumente ein, um dieses Werk nicht als eine der besten Animes überhaupt zu betiteln. Okay? Counter-Arguments von euch sind erwünscht in den Kommentaren, weil mir fallen keine ein. Mir fallen wirklich keine ein. Meine Lieblingscharaktere kann ich euch mal nennen aus Code Geass. R2. Lelouch Britannia. Das ist klar. Lelouch Britannia. Warte, wie kann man sich denn bitte... Wie kann man denn alle Ziele erreichen, die man sich gesetzt hat? Wie kann man so badass sein, dass man alles plant? Wie kann man alles planen? Und das auch dann noch so umsetzen und alles ist super. Er sorgt für den Weltfrieden. Man sorgt für den Weltfrieden. Okay, Weltfrieden heißt nicht, ja, es wird nie wieder Streit geben. Natürlich wird es irgendwo wieder ein paar Ehepaare geben, die sich streiten. Irgendwo werden wieder Banken ausgebaut. Es wird immer irgendwas geben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist allgemein, der allgemeine Zustand der Erde ist friedlich und nicht so in dem Zustand, wie wir jetzt gerade leben. Okay? Ich glaube, ich muss hier keinem erklären, den Zustand, in dem wir uns jetzt auf der Welt befinden. Lelouch Britannia. Suzaku habe ich ja in der ersten Staffel richtig geliebt. In der zweiten Staffel dann richtig gehasst. Vor allem, als er einfach Lelouch das Handy reicht. Hier, schau mal, das ist ein Anruf für dich. Und es ist nur eine... Ich dachte mir, Alter, was für ein Hurensohn bist du geworden. Am Ende... In dem Raum da hat der Suzaku so ein Change of Mind gehabt. Genauso wie CC. CC, das habe ich erst danach realisiert. CC wäre ja in dem Raum mit Charles und Marianne gestorben, wenn sie nicht ihre Meinung geändert hätte. CC und Suzaku haben beide in dem Raum da durch Lelouch ihre Meinung geändert. Und Alter, die letzte Arc war generell einfach nur das Krasseste, was in meinem Leben passiert ist. Die letzte Arc hat, glaube ich, angefangen ab Roros Tod, ab Folge 19. Roro ist auch so eine Sache. Ich hasse Roro nicht, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es gibt Leute, die Roro hassen. Keine Ahnung warum. Okay, er hat Shirley getötet, er wollte nur noch die töten. Und, Alter. Roro ist einfach... Ihr habt ja selber gesehen, wie sehr ich geheult habe am Ende. Als Roro gestorben ist. Also... Roro ist einfach cool, okay. Ich meine, er hat halt recht. Warte mal, was willst du denn sagen? Was willst du denn sagen, wenn er sagt, all die Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, war echt. Das ist das, woraus es ankommt. Er hat recht. Er hat halt einfach recht. Ich kann nicht sagen, Roro, du hast nicht recht. Du hast Shirley umgebracht. Er hat recht. Egal, wie sehr ein Arschloch er war. Das Traurige ist, dass Lelouch ihn angelogen hat die ganze Zeit. Und er hat ihn so sehr geliebt, dass er es nicht mal... Dass er sich gedacht hat, nee, es kann nicht sein. Er muss mich anlügen. Er muss mich eigentlich lieben, obwohl es ja eigentlich nicht so ist. Ach, ihr versteht, ihr wisst doch sowieso alle, was passiert ist, Alter. Keine Ahnung. Was sagt man sonst noch in so einer Anime-Review? Soundtracks, Animation war super geil. Da brauche ich sowieso nicht drüber zu reden. Das Pacing war ultra schnell.
Das Pacing war ultra schnell, da hätte ich mir teilweise echt langsamere Sachen gewünscht. Aber einfach allgemein, um jetzt auch die Review zum Ende zu bringen. Einer der besten Animes, die ich in meinem Leben gesehen habe. Einer der besten Animes, die ich in meinem Leben gesehen habe. Kommt auf jeden Fall in meine Anime-Ruhmeshalle. Die ihr hier seht, werde ich mal irgendwo anblenden, wo die meiner Meinung nach besten Animes, die in meinem Leben drin sind. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Habe ich schon gesagt, wie kann man sowas schreiben? Falls nicht, wie kann man sowas schreiben? Wie kann man sowas... Ich meine es ernst. Habt ihr schon mal versucht, irgendein Story, Anime, Manga zu schreiben? Ich schon. Deswegen weiß ich, wie krass das ist. Wie kann man sowas schreiben? Wie kann man sowas schreiben? Ich will diese Person treffen, die das geschrieben hat und ihm einfach die Hand küssen, so. So. Nein, nicht weil ich schwul bin, das macht man bei uns so. Da wo ich herkomme, das ist ein Zeichen von Respekt einfach. Ich glaube, ich beende das Video. Ich habe alles gesagt. Code Geass ist einer der besten Animes, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Will ich nochmal erwähnen. Daumen hoch, falls euch das Review gefallen hat. Sorry, dass es ein paar Tage später kam als die Folge selbst, aber nach der Folge war ich kaum in der Lage, irgendwie drüber zu reden. Ich musste einfach drüber nachdenken, was ich da gerade gesehen habe. Außerdem habe ich die Live-Reactions sowieso immer noch nicht hochgeladen, weil ich einfach gar keine Zeit hatte in den letzten Tagen. Und mir geht es zurzeit auch richtig scheiße. Ich glaube, ich werde krank oder so. Keine Ahnung. Ich werde die, wenn ich Zeit habe, hochladen. Ich muss ja halt nebenbei lernen. Ich habe immer noch meine Tests alle. 6 Klausuren in einer Woche. In 2 Wochen. Das war's. Haut rein. Wir sehen uns irgendwann irgendwo bei den nächsten Live-Reactions. JoJo's Bizarre Adventure werde ich ja jetzt anfangen. Habe ich schon angefangen, die ersten paar Folgen. Dann ein Anime, den ich nicht mal in die Liste gepackt hatte, um euch auswählen zu lassen, weil ich den ganz sicher schauen werde, ist One Punch Man, weil der mir einfach so oft empfohlen wurde. Das heißt, das Haupt-Main-Projekt in nächster Zeit wird JoJo sein. Aber One Punch Man hat sowieso nur 12 Folgen. Das werde ich nebenbei auch schauen, weil es mir einfach jeder empfohlen hat. Jeder. Das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei den nächsten Live-Reactions. Haut rein. Orange Kun for the win. All Hail Lelouch.